Hallo und herzlich willkommen bei Learn German with Ben. Ihr habt mich gebeten, ein Video über die Personalpronomen im Deutschen zu machen, die nicht ganz so einfach zu verstehen sind. Am Ende des Videos werdet ihr deshalb noch einmal die Unterschiede zwischen der ersten, zweiten und dritten Person, Einzahl und Mehrzahl kennen, aber auch den Unterschied zwischen den Personalpronomen im Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ kennen. Bevor wir aber loslegen, müssen wir uns noch einmal daran erinnern, was Substantive oder Nomen im Deutschen so besonders macht. Substantive sind Dinge, die ihr sehen, riechen, schmecken oder hören könnt. Wir schreiben sie immer groß und sie sind entweder männlich, weiblich oder sächlich. In den meisten Fällen haben sie auch eine Mehrzahl. Ein männliches Substantiv erkennst du an dem Artikel der. In meinem Beispiel ist das ein Hund und du lernst das Substantiv immer mit dem Artikel der. Ein weibliches Substantiv lernst du immer mit dem Artikel die. Die Banane. Ein sächliches Substantiv wiederum lernst du mit dem Artikel das. Das Auto. Die Mehrzahl für alle drei Substantive lernst du immer mit dem Artikel die. Die Hunde, die Bananen, die Autos. Und hier beginnt schon der erste wichtige Punkt. Substantive lernst du nämlich immer mit dem Artikel im Nominativ. Denn der Begleiter ändert sich im Dativ, Akkusativ und Genitiv. Und was bei den Begleitern so ist, ist auch bei den Personalpronomen der Fall. Denn Personalpronomen ersetzen ein Substantiv. Und wir beginnen deshalb ganz langsam mit den wichtigsten Personalpronomen, den Personalpronomen im Nominativ. Die erste Person Einzahl heißt ich. Ich beschreibt immer die Person, die über sich spricht oder über sich schreibt. In meinem Beispiel, ich heiße Lena. Die erste Person Mehrzahl heißt wir. Wir beschreibt mindestens zwei Personen, von denen eine Person der Sprecher oder Schreiber ist. In meinem Beispiel siehst du eine Gruppe junger Menschen und die Frau sagt, wir kommen aus den USA. Bei der zweiten Person Einzahl, dem Du, sprechen wir auch von einem Anredepronomen. Wir verwenden es im Deutschen immer in vertrauten Situationen. Das heißt, in der Familie, bei Freunden, auch gegenüber Kindern. Hier siehst du zwei junge Frauen, die sich offenbar sehr gut verstehen und eine Frau fragt die andere: „Was
machst du? Wenn du mehrere Personen mit du ansprichst und gleichzeitig triffst, dann verwendest du die zweite Person Mehrzahl und die heißt ihr. In diesem Fall siehst du eine Gruppe junger Menschen und eine Person fragt: Was macht ihr? Etwas komplizierter ist die dritte Person Einzahl beziehungsweise die dritte Person Mehrzahl. Die dritte Person Einzahl setzt sich aus den Personalpronomen er, sie und es zusammen. Und um zu lernen, wie du diese richtig verwendest, habe ich dir hier eine kleine Folie vorbereitet. Du siehst zwei Männer, die sich unterhalten. Auf der anderen Seite siehst du drei Substantive. Einmal ein Auto. Auto ist sächlich, du lernst es immer mit dem Artikel das. Dann Stift. Stift ist ein männliches Substantiv, du lernst es immer mit dem Artikel der. Und du siehst eine Frau, die Frau heißt Sarah. Diese beiden Männer unterhalten sich. Ein Mann sagt zu dem anderen: Ich habe ein Auto. Es ist weiß. Es ersetzt in diesem Fall das sächliche Substantiv Auto, das vorher erwähnt wurde. Das zweite Beispiel: Sarah. Die beiden Männer sprechen. Meine Frau heißt Sarah. Sie ist 30 Jahre alt. Sie ersetzt hier den Namen Sarah oder aber auch weibliche Substantive, die mit dem Artikel die gelernt werden. Jetzt das dritte Beispiel, der Stift. Ich habe einen neuen Stift. Er war teuer. Das Personalpronomen er ersetzt also das männliche Substantiv, wenn zwei Personen sich darüber austauschen. Und das Ganze musst du natürlich auch für die Mehrzahl lernen. In diesem Fall handelt es sich um das Personalpronomen sie. Ich habe zwei Autos. Sie sind grün. Ein Personalpronomen fehlt noch, nämlich das sie, das großgeschriebene sie, das du in der Einzahl und Mehrzahl in formellen, höflichen Situationen verwendest. Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Jetzt ist aber die Frage, wie weiß ich, wann ich welches Personalpronomen verwende? Die Personalpronomen ich, du, er, sie, es, wir, ihr und sie heißen auch Subjektpronomen, denn der Nominativ bildet immer das Subjekt eines Satzes. Und das Subjekt eines Satzes erklärt immer, wer oder was etwas macht. Die Personalpronomen im Genitiv, Dativ und Akkusativ heißen auch Objektpronomen. Das heißt, sie stellen die Beziehung
zum Subjekt her. Und weil das noch etwas theoretisch klingt, sehen wir uns dies an 2 Beispielen genauer an. Der erste Satz. Ich sehe den Mann. Dir wird erklärt, wer etwas sieht, nämlich ich. Komplizierter wird es bei dem Substantiv den Mann. In diesem Fall musst du nämlich zuerst lernen, dass hier der Akkusativ verlangt wird und kannst dann den korrekten Artikel, den Mann, beziehungsweise das korrekte Personalpronomen ich sehe ihn verwenden. Noch ein zweites Beispiel. Karl sieht die Frau. Dir wird erklärt, wer die Frau sieht. Karl. Karl ist das Subjekt. Das heißt, du kannst den Namen Karl auch durch ein Personalpronomen im Nominativ ersetzen, nämlich er. Was du jetzt lernen musst, ist, wie das passende Personalpronomen im Akkusativ heißt, nämlich auch sie. Die Frau verlangt in diesem Fall auch den Akkusativ. Machen wir zum Abschluss noch eine kleine Übung, aber nur für Personalpronomen im Nominativ. Der erste Satz. Peter kommt aus Berlin, aber wohnt in Hamburg. Peter ist der Name eines Mannes. Und hast du die Lösung? Richtig. Peter kommt aus Berlin, aber er wohnt in Hamburg. Das zweite Beispiel. Das sind Peter und Lisa. Kommen aus Berlin. Richtig, du benötigst die dritte Person Mehrzahl. Das sind Peter und Lisa. Sie kommen aus Berlin. Das dritte und letzte Beispiel ist etwas schwieriger. Peter und ich mögen Hunde, wollen alles über wissen. Und richtig. Du hast erkannt, dass hier der Sprecher oder Schreiber etwas mitteilt. Das heißt, wir benötigen die erste Person Mehrzahl. Wir wollen alles über sie wissen, denn Hunde ist die Mehrzahl. Ja, das war's auch schon für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein Ben. Ach, und schreib mir doch ein neues Wunschthema in die Kommentare. Tschüss.